So, heidli ho, willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Danke ihr zwei für den Lurk und grüßt zurück, ein Hirngespinst. Ja, Sherlock Holmes. Wir haben ja das letzte Mal versucht, in diese komische Fabrik reinzugehen und uns zu verkleiden. Und irgendwie fühle ich mich vom Spiel verarscht. Weil... Jetzt mal da reingehen und laden. Ich habe versucht, als einer von den Typen zu verkleiden. So, Fallmappe. Innere Angelegenheiten. Der Haupteingang zum Büro ist abgeschlossen. Findet sich der Depot. Im Hinterhof des Depots herrscht Hochbetrieb mit vielen Waren und Arbeitern. Der einzige Weg hinein wird von einer Wache versperrt. Wir müssen uns entweder mit Gewalt Zutritt verschaffen oder die Wache irgendwie dazu bringen, uns reinzulassen. Die Wache, Depot. John besteht darauf, dass ich einen Weg finde ohne Kämpfen. Ich habe in Erfahrung gebracht, wie die Leute von Mr. Barnotti aussehen. Daher könnte ich mich als einer seiner Leute verkleiden. Ja. Schön, dass das da steht. Das wird komplett gelogen. Ich habe nachgeguckt. Soll sich als Polizist verkleiden und nicht als einer der Leute von der Schlägertruppe. So würde man da reinkommen. Da wir jetzt aber so viel Kohle ausgegeben haben, um uns diesen Schnucken Anzug zu kaufen und den Hut, werde ich da jetzt hingehen und werde meine Pistole ins Gesicht halten und abdrücken. Ja, okay. Das werde ich jetzt tun. Ist mir jetzt egal. Das Spiel hat mich verarscht. Ja. Das Spiel. Als Polizist verkleidet würden wir dann hier einfach reinkommen. Aber ich habe auch gelesen, wenn wir das so machen, kriegen wir noch eine... Warum kommt's nicht? Achievement. Egal. Da sind wir auf jeden Fall drin. Oh, Kampfsituation. Ja. Fuck, wie geht denn das nochmal? Nein, nein. Ja, das war Dodgen. Wie? Ah ja. Hallo? Ich zieh doch darauf. So, jetzt. A. Achso. Jetzt, ich muss erst mal wieder reinkommen hier. Kann sein, dass wir gleich nochmal spielen müssen. Hallo? Okay, da ist der andere. So, jetzt. A. Oh, geschafft. Too simple. So. Wo ist noch was da? Das haben wir auch. No more crime for you. The snuff's ready. Der Snuff ist ready. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich den Snuff. Nein, so geht's nicht. So. Fuck. Okay, wir haben schon. Okay, den haben wir. Voll in die Eier geboxt. Den haben wir auch. Take a give him the pepper snuff. Pepper Snuff. I am invincible.
Direkt vor den Schiff. Das weg, das weg, I das can weg. overcome the brute now. Wie kann ich nochmal nachladen? Nein. So. Ach, Alter. I couldn't miss the party. Den haben wir. No more crime for you until next month. Schnell mal nachladen. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Don't cry, you'll live. Don't cry, you'll live. Der hat Schutzschild. 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 Just die. The snuff's ready. Ah ja, Snuff. It won't Nein, work this falscher! way. Der da. I'm coming for you. Alter. I couldn't miss the party. Noch leben wir. Bother moving. You've lost. Komm her. Alter, wie viele Leute haben da gerade geschrien, obwohl ich nur einen getroffen habe? Too simple. Give him the pepper snuff. Geschafft. Ach Gott. So uncivilized, Sherlock. It would have been more fun to avoid all the fighting. Ja. Sonst Herausforderung verloren. Aber du hast mir auch den falschen Hinweis gegeben. Wildmann. So. Das ist also das Lagerhaus. Ah ja, so. Und jetzt? Das machen. So. Dann. You've disappointed me so much, Sherlock. Mir egal. Du hast mich auch enttäuscht. Du hast mir gesagt, ich soll mich einer als den verkleiden. Dabei funktioniert das gar nicht. Ah ja, hier geht's weiter. Let's go! Nee, hier geht's raus. Okay. Ja. Wo geht's denn hier dann weiter? Sherry, ja. look. This seems familiar. Hallo? No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. Like you didn't harm the folks on the way here. Ach, halt die Klappe, John. Is this? Da gibt's hier sonst noch was? Den haben wir schon gesprochen. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue Tableware. Ich glaube, das ist Schmuggel, ne? Aha. A century old at least. Mindestens. A Dogon statue from West Africa. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited.
An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Ja, ja. Can I ask you a question? Sorry, we don't see much here. Ich glaube, du bekommst hier doch sehr viel mit. Okay. Let's see what's hidden there. Ja, ne? Hier irgendwo eine Unterschrift von dem Künstler. Vogel's stolen painting. Isn't it Ach so. curious how it developed into a much more interesting case? Ach, das ist... Ah, stimmt. Darauf sind wir ja überhaupt gekommen. Das ist das Gemälde, was... Ja. Und jetzt? Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Mhm. Hm. Go ahead. Make my day. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Ja, ich glaube, John ist so ein Teil unseres Gewissens. Was ist das? Von der Chronicle, Titelseite. Über den Zeppelin. Okay. Oh, ich will noch mal John und dann sonst kann ich dann die anderen You Reime. acted so much like me. Wir sind ja auch eins. Du bist in meinem Kopf. Da kann ich nicht rein. Logistics. Kann ich auch nicht rein. Resources. Kann ich auch nicht rein. This Bist is du da, it. John? This is where all the magic happens. Mhm. The Bernadotte Company Limited trade network reaches the most distant colonies of the great empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. Ja, ja. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. (1875). 1875. It's taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Oh, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo? Please don't shoot me. I have a family. Spare me. Viele Geschäftspapiere, Wachthilfe. Egal. Gala-Einladung, teures Papier. Okay, Gala-Einladung. Da scheint wohl jemand auf einen Ball eingeladen zu sein. Ja, dann. Oh. Vogelware. Mal das. Spare me. Und wie ist es damit? Spare me. Und Schlüssel. This is it.
This is where all the magic happens. Tails? Bin ich auch nicht rein. Naja. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Come Ja. here, and we shall talk. Sammlung. Sherry, don't you think this office suits me? Ja klar. John, zu wem auch sonst? Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Unterscheidet sich von anderen. Ach, der hat auch so ein Tattoo. Ah, da. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Halt nicht harte Arbeit. Litt an Mangelernährung. Ah, ist vielleicht mit dem Schiff hier rübergekommen. Aha. Kaltblütig, Pistole im Holster. Verheiratet. Okay. Hartgesottener Bandenanführer und Brechen. Ah, das kann auch sein. Deswegen hatte er Mangelernährung. Okay, ich lese mal vor. Niccolo Bernadotti ist ein hartgesottener Bandenanführer und berechnender Geschäftsmann. Er strahlt Selbstvertrauen aus und wirkt zeitgleich bedrohlich. Er wähnt sich grundsätzlich in Gefahr, weswegen er eine Pistole trägt, aber diese steckt zumindest im Holster. Mr. Bernadotti entstammt einer Arbeiterfamilie. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und musste von Kindesbeinen an hart arbeiten. Die harte Schufterei und Mangelernährung führten dazu, dass er an Pellagra erkrankte. Diese Krankheit hat er überwunden, aber die Spuren sind weiterhin auf seiner Haut zu sehen. Obwohl er finanziell mittlerweile ausgesorgt hat, neigt er nicht zu Brasserei, was man an seinem vergleichsweise wenig auffälligen konservativen Kleidungsstil erkennt. Mr. Bernadotti und seine Männer haben unterschiedliche Tätowierungen desselben Stils. Diese Tätowierungen stellen höchstwahrscheinlich einen Code dar, welche die verschiedenen Ränge einer durchstrukturierten und geheimen kriminellen Organisation repräsentiert. Skrupelloser Gangsterboss. Ist ein Skrupelloser, der sich nicht davor scheut, sich die Hände schmutzig zu machen, um seine Macht zu demonstrieren. Da er in einigen Jahren hart arbeiten musste, hat er einen Hass gegenüber seiner Umwelt entwickelt. Er erwartet ständig Schwierigkeiten und neigt auch selbst dazu, Schwierigkeiten zu machen. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, muss er anpacken. Die harte Schufterei und Mangelernährung führten bla. Diese Krankheit hat er überwunden. Die Spuren auch. Er weigert sich, diese Spuren unter modischer Kleidung zu verbergen, damit er niemals vergisst, was er wie er zu dem Mann wurde, der heute ist. Wir haben berechnender Geschäftsmann, skrupelloser Gangsterboss. Die Frage. Er hat ja in seinem Büro ein Bild von irgendeiner Verwandten, vielleicht seiner Tochter. Arbeitet auf jeden Fall, weil man sieht noch die Hände, also dass er noch so Schwielen an den Händen hat und so. Und er hätte mich ja einfach abknallen können, wenn er wirklich so skrupellos gewesen wäre. Und er hat ja diese ganzen Bücher. Also scheint er ja nicht einfach nur, also scheint er ja schon irgendwie ein schlauer Typ zu sein. Berechnender Geschäftsmann.
Niccolo Bernadotti, I presume? The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. Clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. Ja. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. Okay. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? Ja, You ja. have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, and I am compelled to ask why you want it. Who is the man visible in the photograph? An associate? Not yet, Mr. Holmes. Though with this picture, that may change. The man in the photo is a British envoy on Cordona. What exactly do you want from him? My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Ach Also ja. known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Okay.
Wegen der geschmuggelten I could not Artefakte. help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Noch nicht. Werde ich mal schon wieder niesen? Ah, schnell gemutet. Wir haben nämlich noch was. The front door's now open, sir. You can leave through it. If you want, of course. Dankeschön. Müssen nämlich noch den Vergewaltiger suchen. So, So, haben wir dann noch? Zu weit. Ah ja. Ah ja. So, wie finden wir den jetzt? Badam, badam.
Nein, das war das Hotel. Kathedrale, Zeitung, Polizei, Rathaus, würde ich sagen. Auf zum Rathaus. Reise. Let's go.